weil ich gesagt habe, ja, du sahst ja auch anders aus. Oder nee, du hattest eine andere Frisur, habe ich gesagt. Ja, genau. Ja, genau. Irgendwie sowas. Genau. Das war echt funny. Ja, Spaß muss sein. Maria, wir müssen reden. Hallo Alex. Hi. Es ist mir eine ganz besondere Ehre, dass du heute hier bist. Wir kennen uns nämlich schon wirklich sehr, sehr lange. Ich kenne deine Eltern noch von früher und habe dich als Kind erlebt. Und heute sitzt du hier als gestandene Frau und wir können endlich über ein Thema sprechen, über das viele Leute komischerweise nicht so gerne reden. Das wäre auch vielleicht die erste Frage, warum das so ist, über Politik. Du bist Politikerin, Kommunalpolitikerin und freue mich, dass du hier bist. Wie kommt man in deinem Alter mit deinen Umständen, Lebensumständen, du bist ja auch voll im Leben, berufstätig und alles, wie verpflichtet man sich, Vorsitzende der CDU, Parteivorsitzende der CDU zu sein? In Rheinstetten, genau. In Rheinstetten. Ja, also ich mache das ja jetzt nicht seit gestern. Und ich bin ja auch noch nicht voll im Beruf seit gestern, sondern das Ganze hat angefangen früher im Jugendgemeinderat. Ich glaube, da kennst du dich auch bestens aus, Ja. Alex. Da wurde ich reingewählt und auf Initiative tatsächlich meiner damaligen Schulrektorin. Die hat mich da so ein bisschen dazu gepusht und gesagt, hey, du würdest das doch voll gut machen. Und dann habe ich mich aufstellen lassen und irgendwie, ja, wurde ich gewählt. Das war so der erste Meilenstein in Richtung Politik. Davor habe ich eigentlich auch nichts groß damit anfangen können oder ja, war auch nicht irgendwie involviert in irgendwas. Und da war ich 16. Und habe das Ganze bis 18 Jahre alt, bis ich 18 war, gemacht. Und irgendwie Jahre später habe ich dann durch einen Freund, der mir gesagt hat, hey, hast du nicht Lust, in die CDU zu kommen? Schau das dir doch mal an. Da bin ich dann hin. Und dann ist es so, da bist du dann einmal hin und dann gehst du das zweite Mal hin und das dritte Mal. Und dann, ehe du dich versiehst, das Kommunalwahlkampf. Ja. Das war 2018, bin ich so ein paar Mal hin und dann waren natürlich die Vorbereitungen für den Kommunalwahlkampf 2019 und dann wurde ich gefragt, hey Maria, möchtest du nicht auf unserer Liste kandidieren? Und damals habe ich studiert und dachte mir so, ja, warum nicht? War so, okay, let's go, let's do this. Und bei uns war das Listenverfahren auch so, dass die ganzen Kandidaten sich auf die Plätze gewählt haben gegenseitig. Also okay. es war, oder genau so ein Das Verfahren wurde nicht irgendwie von oben beschlossen? Nee, okay. Genau. Und dann war eben so, hey, ich war auf Listenplatz 1 und es war eine große Überraschung für mich. Also die erste Wahl eigentlich schon gewonnen sozusagen, ja, oder? Tatsächlich. Krass, okay. War eine Riesenehre für mich und auch so das ganze Prozess danach mit den Bildern machen und die Prospekte aufsetzen und so. Ich war da natürlich noch nicht so involviert, wie ich das jetzt die letzten Jahre gemacht habe, aber es war natürlich super spannend. Und im Mai 2019, als die Kommunalwahl in Baden-Württemberg war, wurde ich auch gewählt in den Gemeinderat von Rheinstetten. Und so hat es angefangen. Und seitdem hat das mich nicht losgelassen. So lange nicht losgelassen, dass ich letztes Jahr wieder kandidiert habe für die Kommunalwahlen und ich wiedergewählt wurde. Und das natürlich mir sehr viel Spaß gemacht hat, weil da war ich dann wirklich im Wahlkampf involviert und konnte auch Sachen mitentscheiden und war viel mit den Designern in Abstimmung, mit den Fotografen, mit allen Kandidaten und das war richtig cool. Es hat mir echt Spaß gemacht und so den ganzen Wahlkampf zu organisieren und dann durch die Stadt zu fahren und die ganzen Wahlplakate zu sehen, sein eigenes Gesicht zu sehen. Auch eine Gewöhnung. Muss man sich, ja, also ist nicht schlecht, das ist ganz witzig. Vor allem, wenn man dann von Freunden und Familie angesprochen wird, so, hey, ich habe dich auf dem Wahlplakat gesehen. Ja, und dann wurde ich wiedergewählt und dann war ich die ganze Zeit auch in der Partei so ein bisschen aktiv, habe einige Ämter bekommen oder habe mich darauf auch beworben und das hat alles angefangen, als ich stellvertretende Vorsitzende der CDU Rheinstetten geworden bin. Und dann ein paar Jahre später auch die stellvertretende Kreisvorsitzende der CDU Karlsruhe-Land. Das ist also vom Landkreis Karlsruhe, also die CDU vom Landkreis Karlsruhe. Da bin ich die stellvertretende Vorsitzende. Und das mache ich jetzt auch schon seit 2021, glaube ich. Krass. Ja. Jetzt muss ich mal kurz bremsen. Sorry. Nein, alles gut. Politiker sprechen das sehr gerne. Und das ist ja auch wunderbar. Jemand muss es ja machen. Eine ganz wichtige Frage, die mir die ganze Zeit schon in den Kopf umwirbelt. Du hast gesagt, du bist in den Jugendgemeinderat. Ja.
im Jugendgemeinderat gibt es ja keine Parteien. Richtig. Sondern da steht man als Person, was ich ja auch gut finde, für seine Meinung. Da gibt es wahrscheinlich auch in der einen oder anderen Frage Grüppchenbildung wahrscheinlich, oder? So bei wichtigen Entscheidungen. Also man lernt da schon Demokratie und Entscheidungsprozesse vielleicht auch in seinem Interesse anzuleiten. Das ist ja auch alles in Ordnung, das gehört ja auch dazu. Meine Frage wäre jetzt, hast du dich offensiv für eine konservative, wertebasierte Partei entschieden oder hast du dich für die CDU entschieden, weil die Leute, die dich da angesprochen haben, so fasziniert haben oder weil du die cool fandest? Was war da der ausschlaggebende Punkt? Weil eigentlich würde man ja denken, man tritt in eine Partei ein und wird dann aktiv, weil man den Werten irgendwie entspricht. Und ich denke, das ist ja bei dir auch so, das muss ja schon so sein. Aber am Anfang, so initial, war das, wie kamst du zu der CDU? Also, na klar, die Werte einer Partei sollte man schon auch mit sich tragen, wenn man sich dafür entscheidet. Aber im Vordergrund stehen, glaube ich, wirklich die Menschen, die diese Partei ausmachen, die an der Basis sind, mit denen du tagtäglich zu tun hast, die dich ansprechen, mit denen du zusammenarbeitest. Und das war natürlich der ausschlaggebende Grund. Und dann kommen die Werte ja mit durch die Menschen hindurch sozusagen. Richtig. Und ich kann wirklich zu 100% sagen, das sind hervorragende Menschen, die ich kennengelernt habe und immer noch kennenlernen darf. Also ich meine, die Partei hat ja ganz viele Mitglieder und auch überparteilich lernt man da auch ganz viele Leute kennen. Zu 100%, das sind die Menschen, die diese Partei ausmachen. Und dass ich Teil davon bin, ist mir eine große Ehre und das ist natürlich sehr schön und ich bin auch stolz drauf. Das ist gut zu hören, finde ich. Da würde ich noch gern ein bisschen reingehen, weil wie gesagt, vielleicht auch in den letzten Jahren, würde ich auch gerne eine Einschätzung von dir hören, ist Politik so ein bisschen aus meiner Sicht ins Hintertreffen geraten. Ich meine, du hast ja auch gemeint, ich war früher auch schon sehr aktiv. Ich war nicht im Jugendgemeinderat. Ich habe dafür gesorgt, dass der überhaupt entstehen durfte. Ich war aber leider ein halbes Jahr zu alt. Sebastian Schrempf hat es ja erwischt, ne? Der durfte noch gewählt werden. Ich war dann schon 18 und durfte nicht mehr im Gemeinderat. Aber ich war immer politisch sehr interessiert und habe von unserem OB das natürlich auch ganz, ganz live miterlebt, wie er ins Amt kam und dann auch in die CDU. Aber hast du in den letzten 10, 20 Jahren erkannt, dass diese Politik, ich will gar nicht von der Verdrossenheit reden, sondern eher davon, wie man über Politik spricht, vielleicht auch über Politiker, über die Themen. Ich habe irgendwie das Gefühl, das hat sich verändert. Was denkst du? Also 20 Jahre so lange kann ich natürlich nicht zurückblicken, aber sag ich mal, jetzt so ab 2018, 2019, wo ich wirklich auch ein bisschen involviert war, beobachtet man das Ganze natürlich ein bisschen anders und verfolgt das Ganze auch, liest mal die Zeitung und schaut sich die Nachrichten an, nochmal intensiver, hört sich mal die ein oder anderen Podcasts an. Ja. Ich muss sagen, ja, vielleicht schon. Also gerade auch, ich glaube, die Corona-Pandemie hat auch ganz viel dazu beigetragen, dass sich das Ganze verändert. Polarisiert und Polarisiert, genau. Weil wann läuft Politik gut? Also Gute Frage. Also so wann macht eine Regierung einen guten Job oder wann machen die das gut? Die Leute nicht drüber reden, wenn es die nicht so groß interessiert, wenn du nichts groß dazu hörst und nicht irgendwelche Schlagzeilen jeden Tag irgendwie auf dem Papier sind, dann läuft Politik gut. Aber ist super Argument, so habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber die Gefahr wird ja dann trotzdem immer größer, wenn die Leute sich dafür nicht interessieren, nicht drüber reden, dass das natürlich auch die Politiker feststellen und die dann irgendwann anfangen, vielleicht Dinge zu machen, die gar nicht im Sinne des Volkes sind. Ja, spannend auch, klar. Aber so gerade habe ich so das Gefühl, dass viele Extreme sich gerade entwickeln. Und die Leute gehen raus, demonstrieren und das ist auch alles gut. Ich meine, wir sind hier in Deutschland, wir können das machen und wir haben hier die Freiheiten, insbesondere als Frauen, ne? Aber ich habe, glaube ich, festgestellt, dass wenn man sich engagiert, dass man gar nicht so in eine extreme Richtung rutschen kann. Aber wenn man in so einer Gemeinschaft ist, also gerade weil ich ja in einer großen Volkspartei bin, hat man so diesen Blick für so extreme Sachen gar nicht, sondern und lässt sich da vielleicht auch nicht so reinwickeln. Also, Warum nicht? Weil du in einer großen Volkspartei sowieso schon viele Meinungen hast und schon viel diskutiert wird. Und Vernunft herrscht?
Auch mal Unvernunft oder? Oh ja. Weil wenn ich mir extremere Parteien und Ansichten angucke, dann wird es aus meiner Sicht oft unvernünftig. Dann wird nicht mehr so ganz auf die Realität geguckt, sondern eher vielleicht auf Ängste, eigene Interessen oder so. Klar, manche wollen das ganze System irgendwie stürzen, wenn es ganz extrem wird. So weit wollen wir jetzt gar nicht gehen, aber wenn du sagst, es sind sehr, sehr viele Menschen, auch vom Alter, ich meine, du bist ja im Verhältnis sehr, sehr jung. Es gibt natürlich auch sehr, sehr viel ältere, auch in der Partei. Wie kommt ihr da zusammen? Mega. Also ich verstehe mich mit den älteren Menschen so gut, weil die bringen so einen Schatz mit an Erfahrung und an Ansichten, die ich gar nicht haben kann. Und im Gegensatz tue ich das. Also ich bringe da vielleicht ein bisschen frischen Wind rein. Also wurde mir auch oft gesagt. Definitiv. Das hatte ich am Sonntag, wo wir uns getroffen haben vor 2 Wochen, hat man das direkt gesehen. Ich denke, ohne diese Erfahrung, die diese Menschen mitbringen, auch so dieses Händchen für Strategie, Händchen für, wie geht man jetzt auf die Leute zu, um Mehrheiten irgendwo zu finden. Weil ich meine, das ist ja auch wichtig, dass du die Leute hinter dich bringst, überzeugst mit Argumenten. Und ich finde, dieser Mix macht das. Und ich glaube, wir als CDU können das auch ganz gut, weil ich habe so das Gefühl, dass bei uns niemand ausgeschlossen wird, sondern wirklich auf jeden gehört wird, jeder eine Stimme kriegt und dieser Austausch sehr lebendig ist. Und also ich erinnere mich noch ganz gut, auf einem vergangenen Landesparteitag saß ich neben einem ehemaligen Landtagsabgeordneten von auch hier aus der Region. Und wir hatten ein super Gespräch. Also der hat dann irgendwie auch gesagt, so ja, er hat jetzt in Bitcoin investiert. Und ich war so, hey, super, richtig cool. Und er war da total up to date. Also noch moderner als ich teilweise, also in so seinen Ansichten. Und ich fand das so spannend. Und du denkst, es kommt vor allem auch, weil er in der Partei die Möglichkeit hat, mit so vielen unterschiedlichen Menschen in Kontakt zu treten. Bestimmt auch. Also ich glaube, er ist auch sehr belesen und interessiert sich auch so sehr dafür. Aber na klar, das kommt natürlich auch davon. Schon spannend, weil ich glaube, das hat man gar nicht so, wenn man sich nicht direkt mit einer Partei beschäftigt. Ich bin ja auch parteilos. Das hat man gar nicht so auf dem Schirm, dass es da wirklich eine große, große Gruppe an Menschen gibt, die eigentlich so ein bisschen alle ein Ziel haben, ihre Partei weiterzubringen und hoffentlich auch das, für was die Partei steht und in dem Fall jetzt Deutschland und Europa. Aber dass es eben auch ein sehr, sehr großes Kontaktfeld ist, das ist gar nicht so zu unterschätzen. Ist da nicht auch die Gefahr, ich versuche ein bisschen kritisch zu sein, ein zu großes Geklüngel aufzubauen? Dass so die Interessen der Menschen so stark, ich meine, das ist ja eigentlich Sinn der Sache, aber es soll ja am Ende immer der Gesamtheit dienen, oder? Wenn ich das so richtig verstehe. Klar, die Partei steht für ihre Werte und ihre Interessen, aber das ist ja zum Beispiel oft ein Vorwurf, dass aktive Politiker nur nach ihren Interessen entscheiden und nicht mehr so die Gemeinschaft, die Allgemeinheit im Blick haben. Ich denke, das ist sicher eine berechtigte Kritik, die du hast. Allerdings aus meiner Erfahrung habe ich gelernt, dass wir, wenn wir diskutieren, immer um die Sache diskutieren. Und klar, man ist emotional, wenn man für eine Sache kämpft und wenn man da total überzeugt von ist. Und ich finde, das ist ja auch das Schöne, das ist ja dieser lebendige Austausch, von dem ich auch irgendwie spreche, der das Ganze so spannend macht. Aber dieses Persönliche würde ich jetzt tatsächlich gar nicht so sehr im Fokus sehen, weil wir gucken schon, also zumindest aus meiner Sicht, was bewegt gerade die Menschen. Also wir gehen da ja auch viel in den Dialog und wichtig ist, dass du, wenn du gewählt bist, dich auch blicken lässt und auch mit den Leuten in Kontakt trittst, mit denen sprichst, was denen am Herzen liegt, wo der Schuh drückt, wo so die allgemeine Stimmung ist. Weil irgendwo ist man schon, klar, ein bisschen in der Bubble drin, wenn man viel mit den gleichen Leuten abhängt. Genau, das ist ja die Frage, ja. Genau, aber da ist halt einfach wichtig, dass du auch mal aus der Bubble rausgehst und vielleicht mal dich umhörst, wer vielleicht eine ganz andere Meinung hat als du und warum diese Meinung entsteht und was man dagegen machen kann. Oder nicht dagegen machen kann, sondern wie man vielleicht zusammenkommt. Und ja, also einfach mit den Menschen reden, zuhören. Sollen wir das mal anhand eines praktischen Beispiels deiner Wahl in Rheinstetten, ganz lokal, würde ich das gerne mal so ein bisschen aufdröseln, wie so ein Entscheidungsprozess
entsteht? Keine Ahnung, ob wir jetzt über Windrad reden sollen oder was fällt dir dazu ein? Irgendwie ein ganz pragmatisches Projekt, wo vielleicht auch ein bisschen mehr Leute interessiert und diskutiert wird. Sehr gerne. Also Thema Windkraft ist natürlich normalerweise sehr umstritten. Bei uns in Rheinstetten gab es ein klares Votum für die Windkraft, was ich sehr schön finde und auch unterstütze. Der Prozess war so, man hat sich dazu entschieden, weil das eben so ein heißes Thema ist, dass man die Entscheidung nicht nur im Gemeinderat lässt, sondern die ein bisschen öffnet. Daraus eine Bürgerbeteiligung macht, einen Bürgerentscheid macht. Und das Gute war, an dem Tag des Bürgerentscheids war auch gleichzeitig die Bundestagswahl. Das heißt, die Leute sind in die Wahllokale gegangen und deshalb hat man auch eine relativ hohe Wahlbeteiligung erzielen können. Und ich glaube, das war so um die über 60%. Also schon ein sehr deutliches Votum für die Windkraft. Und dann hast du dieses Votum als Gemeinderat und sagst, ja klar, also wenn die Bürger das wollen, warum sollen wir uns da jetzt in den Weg stellen? Dann ist noch nichts entschieden, ne? Das muss man vielleicht nochmal deutlich sagen. Ja. Bei einem Volksentscheid, die Entscheidung gibt sozusagen eine Empfehlung an das Parlament, ans Kommunalparlament in dem Fall. Da bin ich mir nicht sicher. Also es gibt natürlich bindende Bürgerentscheide, aber da bin ich nicht ganz so tief drin. Dann kann man da nochmal nachschauen. Nee, passt ja. Aber auf jeden Fall war es jetzt in dem Fall so, dass ihr eine Empfehlung bekommen habt und euch dann auch dem sozusagen... Richtig, wir haben uns daran gehalten. Also ich meine sogar geschlossen. Ich weiß nicht genau das Wahlergebnis, aber das Ergebnis der Sitzung, aber es war sehr eindeutig auch. Also mit großer Mehrheit haben wir uns dafür ausgesprochen. Aber ich habe auch im Nachhinein jetzt auch ein bisschen Kritik dafür gekriegt. Also nicht in Rheinstetten selbst, sondern aus den umliegenden Gemeinden oder Kommunen. Spannend. Von Leuten, bei denen eben diese Entscheidung auch ansteht. Also zum Beispiel ich glaube, Schluttenbach oder in Malsch oder so, da wird auch das Thema diskutiert. Und ich glaube, da gibt es Konflikte mit dem Standort. Bei uns gibt es das nicht in dieser So nach dem Motto, du wurdest kritisiert, dass du als CDUlerin dahinter stehst, obwohl das ja vielleicht ein grün besetztes Thema ist und die CDU da eher eben dagegen ist? Oder wie muss ich das verstehen? Gar nicht, nee, gar nicht so, sondern der Kritikpunkt war, ja, wenn du jetzt dich so verkämpfst in Rheinstetten für die Windkraft, aber wir in Malt oder irgendwo anders uns damit gar nicht identifizieren können, vor allem an dem Standort nicht, wie sollen wir dir dann das Vertrauen geben oder so? Oder wie stehst du dazu? Ach, erklär das weil mal. Du ja im Kreis... Genau, ach ja. So, ja, das hätte ich vielleicht noch sagen sollen. Nee, alles gut. Genau. Und dann war meine Argumentation so, hey, ich habe so entschieden, was Rheinstetten richtig, also was ich für richtig halte, was uns auch die Bürger als Auftrag gegeben haben. Ja. Und ich stehe auch dazu. Das heißt aber nicht, dass das irgendwo anders genauso klappen soll. Oder genauso, ich kann das auch gar nicht. Also warum soll ich für euch entscheiden? Also außer du hast dich natürlich mit dem Thema ein bisschen tiefer beschäftigt, was ja auch immer was bringt bei einer Entscheidung, dass du weißt, dass du da entscheidest. Und dann vielleicht, du bist natürlich beeinflusst, aber auf eine, glaube ich, relativ vernünftige Art und Weise, oder? Weil wenn du das nicht das erste Mal hörst. Natürlich, musste ich auch. Also wäre auch nochmal kurz eine Frage vorher. Was ja auch immer sehr, sehr wichtig ist, dass die Menschen wissen, um was es wirklich geht und dass sie mitgenommen werden. Das kann man auch festmachen, dass man ganz 1:1 mit ihnen spricht und es gibt ja verschiedene Formate. Sag nochmal, wie du das für dich empfunden hast, wie die Leute vor der Wahl aufgeklärt wurden über das Thema. Was habt ihr gemacht, was hat die Stadt gemacht, dass eben die Leute auch wussten und dann vielleicht auch zu dem Thema, es negativ manipuliert wurden. Also ich will es jetzt extra mal provokant sagen, weil es gibt ja Gegner und es haben ja nicht 100% dafür gestimmt und genau. Wie wurde informiert, dass es zu diesem Ergebnis kam? Also es gab einige Infoveranstaltungen von der Stadt, wo die Bürger eingeladen wurden. Es wurde in der Presse viel berichtet, im Amtsblatt, das jeder kostenlos zur Verfügung gestellt bekommt. In den sozialen Medien wurde viel darüber berichtet. Die Gemeinderatssitzungen sind dafür da, dass die Bürger auch kommen können und am Tagesordnungspunkt, ich glaube 1 oder 2 Anfragen von Einwohnern und dann nochmal am letzten Tagesordnungspunkt Anfragen von Einwohnern, da ihre Stimme äußern können. Und wir als CDU-Fraktion sind auch, also wir sagen das auch immer so, unsere Sitzung, wenn jemand kommen will, dann ist er herzlich eingeladen. Unsere Tür steht offen. Kommt zu uns, redet mit uns, sagt uns eure
Bedürfnisse oder so, was euch gerade bewegt. Mhm. Dafür sind wir da, dafür sind wir gewählt. Wir sind kein elitärer Club oder so, sondern das ist ein Ehrenamt, das ist eine Ehre, dass wir das machen dürfen. Mhm. Und ja, natürlich haben wir dazu, ist ja klar. Okay. Ich will da noch ein bisschen sticheln, weil ich weiß, es gibt immer Kritiker. Wie neutral war jetzt, sagen wir mal, die Gemeinde bei dem Thema? Wie hat sie jetzt das Thema vorgestellt und wie habt ihr vielleicht darauf auch reagiert als Partei? Hat sie eher die Nutzen dargestellt und hat vielleicht, es gibt ja auch die Genossenschaft in Rheinstetten, das heißt, hat die das von Anfang an eher unterstützt oder bleibt eine Gemeinde da sehr neutral? Genau, also die Genossenschaft, die es gerade gibt, die hat sich ja zu der Zeit erst geformt und hat sich auch eher mit Photovoltaik beschäftigt, soweit ich weiß. Ja. Und die wurden natürlich in dem Verfahren auch berücksichtigt. Und ich glaube, ich darf da jetzt gar nicht so viele Details über die ganzen Bewerber so sagen, aber die wurden berücksichtigt und sind nach wie vor im Verfahren, also das ist auch also steht auch in den öffentlichen Unterlagen, dass es nach wie vor der Konsens ist, dass wir versuchen, die mit einzubinden. Oder dass es zumindest eine Art von Bürgerbeteiligung gibt. Das ist uns auch als CDU sehr wichtig, dass wenn diese Windräder stehen, dass die Bürger auch davon profitieren sollen. Ja, klar. Weil das kann ich ja sagen, da musst du es nicht sagen. Also es gibt, da gab es dann, ich weiß es auch nicht hundertprozentig, aber es war eigentlich gedacht, dass das die Initiative von sich aus alles macht und mit einem lokalen Betreiber, das hat dann irgendwie nicht geklappt. Also es ist ein bisschen hin und her. Aber so ist es ja auch bei so einem Riesenprojekt und das ist ja das Spannende an der Politik. Mir ging es jetzt eher so, nochmal kurz drüber zu sprechen, wie so ein Prozess über ein kritisches Thema, wo Politik halt wirklich wirkt. Ne? Das ist ja wirklich, was die Bürger bewegt. Und ich finde ein schönes Beispiel, wie man einen Bürger eben mitnehmen kann, auch über einen Bürgerentscheid und dann am Schluss der Gemeinderat aber dann in jedem seiner eigenen Verantwortung die Entscheidung trifft und dann auch dafür gerade stehen muss und du dann eben am Schluss wieder ein bisschen die Schelte bekommst. Dann möchtest du noch was dazu sagen, weil sonst würde ich das vielleicht abschließen. Gerne, und zu dem können wir abschließen, ja. Diese Schelte. Das ist ja, glaube ich, auch was. Also ich habe so das Gefühl, als Politiker musst du fast schon robuster sein, wie in fast jedem anderen Beruf. Klar, wenn du irgendwie Führungskraft bist du jetzt schon Führungskraft? Du hast aber du bist schon auch auf jeden Fall. Über den Job reden wir nachher auch noch, weil der Job ist ja auch nicht ohne, was ich sehr, sehr beachtlich finde. Aber Politik ist, glaube ich, was viele Leute interessiert. Wie gehst du mit Schelte um? Wie gehst du mit Kritik, ob sie berechtigt ist und auch unberechtigt? Wie hältst du das aus? Wie bist du da reingekommen? Sind die Leute immer nett zu dir? Kann ich mir nicht vorstellen. Du kriegst bestimmt auch mal eine böse Mail. Was würdest du darüber sagen? Also ich muss sagen, bisher hatte ich eigentlich durchweg entweder neutrale oder positive Erfahrungen. Also ich habe jetzt nicht irgendwelche Drohbriefe oder so bekommen, um Gottes Willen, wirklich gar nicht. Aber du weißt, dass das passieren kann. Ich weiß, dass es passiert sogar. Also das ist vor allem bei Kommunalpolitikern in vielleicht auch Regionen, wo ein bisschen polarisierender sind. Ich glaube, Rheinstetten ist noch so ein bisschen behütet, wo ich ganz happy drüber bin. Das habe ich nicht bekommen. Wenn ich sage, dass ich in der Kommunalpolitik bin, dann ernte ich dafür meistens, super, schön, toll, dass du dich engagierst. Und das gibt einem natürlich sehr viel Kraft, weiterzumachen. Aber Kritik gibt es natürlich trotzdem. Ob es vom Freundeskreis ist, ob es vom generell in einem Familientreffen, da redet man natürlich auch über Politik. So, was macht ihr denn da wieder? Oder, ne? Und da muss man dann auch differenzieren. Also es gibt ja auch verschiedene Ebenen in der Politik. Und vieles geht natürlich auch gegen die Bundespolitik oder irgendwie, ne? Und dann kann ich das auch sehr gut von mir, also dann lasse ich das natürlich nicht an mich ran, weil ich bin, also es geht ja nicht gegen mich als Person, sondern ich kann das dann auch differenzieren und sagen, hey, also ich kann euch so viel sagen, wie ich informiert bin. Wahrscheinlich ist es auch nicht so viel mehr als ihr. Und es gibt natürlich diese Ebenen. Es gibt die Kommunalpolitik, es gibt die Landespolitik und es gibt die Bundespolitik. So, wir sind nicht für alles verantwortlich. Darf ich da noch mal kurz drauf? Natürlich. Weil trotzdem, gerade als Vorsitzende der CDU, stehst du ja vor allem im Rampenlicht und bei den Leuten bist du so eine CDUlerin, bei Leuten, die dich vielleicht dann oder die Partei jetzt nicht wahnsinnig der Fan davon sind oder so eingefleischte Parteifans, dann stehst du ja schon sozusagen an erster Stelle und musst gerade bei einem
Bundestagswahlkampf musst du ja für alles am Ende stehen, was jetzt der Herr Merz zum Beispiel da wieder beim Lanz gesagt hat oder so. Ne? Da gab es ja diese ganzen Runden. Wie handelst du das? Du müsstest dir ja schon fast immer alles angucken, damit du auch mitreden kannst. Machst du wahrscheinlich, interessiert dich ja, ne? Aber wie war das jetzt für dich da im letzten Bundestagswahlkampf? Also, wenn uns die Leute ansprechen, dann sind wir meistens mit Infoständen irgendwo. Und ich meine, man kann es als Vorteil sehen oder als Nachteil. Der letzte Bundestagswahlkampf war sehr kurz, sehr knackig. Wir haben das echt irgendwie, in ein paar Wochen mussten wir da echt was aus dem Boden stampfen. Und die Leute kamen dann natürlich an den Infostand, wenn sie besonders geladen waren oder einfach mit uns diskutieren wollten. Und das meiste war aber trotzdem zivilisiert. Die haben ihre Kritik geäußert und dann bist du ja nicht als alleinige Frau an einem Infostand, und zwar, obwohl ich CDU-Vorsitzende bin jetzt, aber das sind ja schon auch immer ein Team an einem Infostand. Also mir ist es auch wichtig, dass da niemand irgendwie alleine gelassen wird, sondern immer mindestens zu 2, zu 3 an so einem Infostand ist, dass halt, wenn wirklich was passieren sollte, man ist ja passiert, ne? Genau. Hat man ja gesehen, dass es da echt Ärger gab. Ja, genau, dass man da einfach ein bisschen guckt, dass da mehrere Leute da sind. Ja, und dann kann man da aber auch durchaus seine Meinung sagen. Also wenn man findet, hey, man geht d'accord mit der Bundespolitik, dann darf man das ja auch äußern. Und wenn man das aber auch kritisch sieht, dann kann man das ja auch äußern. Also wir sind da nicht auf irgendwas gebunden, würde ich jetzt sagen. Wobei ich jetzt auch nie irgendwie gegen unseren Bundeskanzler bashen würde, irgendwie in der Öffentlichkeit oder so. Weil bisher fällt mir jetzt auch nichts ein, wo ich bashen würde. Also, sag ich mal so. Naja, aber das ist vielleicht dann auch wirklich so ein bisschen eine Sonderheit von Partei. Also wenn ich war im Blasmusikorchester und wenn mir jetzt der Vorsitzende da nicht so gepasst hat, dann hat er mir halt nicht gepasst. Dann war das halt so. Dann hat irgendjemand gesagt, ja, euer Vorsitzender ist irgendwie komisch. Dann habe ich gesagt, ja, finde ich auch, aber ich habe Spaß im Orchester zu spielen. Das ist ja bei euch schon ein bisschen was anderes. Bei einer Partei musst du ja gerade im Wahlkampf schon auch hinter dem Kandidaten stehen. Und ich stelle mir es manchmal halt, ich meine, wenn ihr so viele Mitglieder seid, die alle beim Wahlkampf ja an einem Strang ziehen. Klar, es geht dann um die Partei. Und ja, in Deutschland wird nicht der Kanzler gewählt, sondern die Partei. Wissen wir alles, aber am Ende wissen wir auch, dass es trotzdem um Personen oft geht, ne? Und deren Einstellung. Oder? Ja, und da frage ich mich manchmal, wie kriegt ihr das alle hin, dass ihr wirklich ihr macht Wahlkampf für die Partei und trotzdem irgendwie für den Menschen? Ja, wie kriegen wir das hin? Also ich konnte damit ganz gut umgehen, als ich gesagt habe, hey, unser Direktkandidat, hinter dem stehe ich zu 1000%. Und Den hast du auch gewählt? ja, klar. Ja, okay. Also, ja, das wusste ich nicht. Ja, also unser Direktkandidat, das ist der, also du hast ja einen Stimmzettel und dann ist unser Wahlkreis Karlsruhe-Land. Und da stehen dann von jeder Partei bestimmte Namen drauf. Und ich kann das ja sagen, das ist der Nikolaus Zepelius bei uns. Und das ist gleichzeitig auch unser Kreisvorsitzender. Also ich bin seine Stellvertreterin für die CDU im Landkreis, also im Karlsruhe-Land. Ja. Und habe mit ihm auch schon einige Wahlkämpfe hinter mir und kenne auch so ein bisschen, wie er tickt und wie er argumentiert und ihn als Person. Und ich schätze ihn zu 100%. Und kann mich auch darauf verlassen, dass wenn er mir irgendwo auch eine Einschätzung gibt, dass das passt. Und auch die Leute, die man in der Partei kennt, wenn die einem eine Einschätzung geben, die selber viel damit zu tun haben. Also ob es jetzt irgendwelche Abgeordnete sind, die selbst gewählt sind. Oder was ich auch, also von dem ich auch sehr, sehr viel halte, ist unser Fraktionsvorsitzender, der Heinz. Einfach aus beruflicher Sicht ist er da voll drin und weiß auch, wie das Ganze läuft und so. Und da musst du auch ein bisschen dich auf deine Leute verlassen können und auf die vertrauen können. Und dieses Vertrauen baust du mit der Zeit auf. Und wenn du sagst, hey, ja, das passt schon, dann nimmst du das so an. Und klar muss man das hinterfragen und alles, das ist gar keine Frage. Aber du musst auch ein Stück weit musst du vertrauen. Wenn die sagen, hey, der ist wählbar und wir kämpfen jetzt für den, dann passt es. Dann ist es okay, weil so funktioniert ein Team. Kann man das auch so ein bisschen vom Mindset her sagen, okay, jetzt gehen wir Vollgas, es geht darum, dass die Partei gewinnt. Es ist ja so und es ist auch völlig in Ordnung, so ist unser System in der repräsentativen Demokratie.
Und ich stelle mir das gerade wirklich vor, also mich beschäftigt das wirklich. Wenn du jetzt da bei jedem irgendwie, irgendjemand hat normalerweise, hat jeder eine Macke oder irgendwas, wo du denkst, oh, warum verhält er sich so? Ich reite da ein bisschen drauf rum, ich gebe es zu. Ich würde es vielleicht so hinkriegen, dass ich sage, nee, jetzt geht es um alles und um die Partei und hinterher, wenn die Wahl dann gewonnen ist, hoffentlich, dann kann man mit der Kritik eher anfangen. Ist es vielleicht auch so in der Partei? Also jetzt nicht, dass dann gleich draufgeballert wird, da hat man ja die berühmten 100 Tage, aber geht es vielleicht so im Kopf, oh, jetzt haben wir es geschafft, wir feiern eine Runde und dann geht es auch an die Arbeit und dann wird auch nochmal geschaut, wie kriegen wir es richtig hin. Es ist ja in der Kommunalwahl das Gleiche, ne? Da kämpft man ja auch für die Stimmen im Gemeinderat. Dass man dann so eine Neutralität, sage ich jetzt einfach mal, sich auferlegt im Wahlkampf und es für die Sache macht und diese persönlichen Geschichten dann eher hinten dran stellt? Vielleicht. Mhm. Also sowohl als auch irgendwo. Ich finde, wenn du für was kämpfst, dann solltest du auch überzeugt sein dafür. Mhm. Also dann solltest du das nicht halbherzig machen, weil das verstehen die, also das Das checken merken auch die Leute, ja ne? klar, auf jeden Fall. Deshalb, wenn du jetzt was sagst und in 2 Monaten was anderes, also da wäre ich vorsichtig, Ja. weil das kratzt auch an deiner Glaubwürdigkeit. Wenn du Kritik hast, die berechtigt ist, bestimmt, dann äußer sie. Weil ich meine, es geht ja auch um die Sache. Du hast ja gesagt, es geht um die Sache. Es geht ja nicht, dass du einen Menschen irgendwie schlecht machen möchtest oder so, sondern es geht, der hat das und das so gemacht, ich gehe vielleicht nicht ganz so mit. Und das ist ja auch okay. Das verlangen vielleicht die Leute auch so ein bisschen, weil du bist ja dann der Repräsentant und dann wollen die ja auch keine Maschine vor sich haben, sondern die wollen ja auch einen Menschen haben, der authentisch ist und auch so, mit dem man reden kann und der auch vielleicht die gewissen Sachen teilt oder vielleicht auch mal gute Argumente gegen die Sache bringt. Also ich finde, das ist okay. Letzte Frage dazu. Gerne. Aber ich glaube, das interessiert einige. Ihr habt jetzt einen Kandidaten, Merz war wirklich umstritten. Ich glaube auch in der Partei, bis zum gewissen Grad. Es gibt ja immer diese Lager und so weiter und so fort. Aber außerhalb der Partei war er auf jeden Fall umstritten. Also ich finde ihn nach der Wahl viel besser, ganz persönlich, als vor der Wahl. Da war er mir unsympathisch und jetzt muss ich sagen, habe ich es akzeptiert. Also ich bin Demokrat und wenn gewählt ist, ist gewählt. Das habe ich schon früh gelernt zum Glück. Damals im Jugendzentrum, da gab es ja noch keinen Jugendgemeinderat. Da muss man einfach damit umgehen und dann gibt es wieder irgendwann eine Wahl und so lange wird jetzt nicht groß rumgemeckert. Klar, Kritik ist gut, aber jetzt, was du gerade gemeint hast, vor der Wahl, im Wahlkampf oder wenn der Wahlkampf beginnt, man bekommt das Wahlprogramm. Du hast gerade gemeint, okay, da gibt es jetzt einen Punkt, der vielleicht auch relativ wichtig ist. Du weißt, gerade in deinem Wahlkreis ist dieses Thema besonders schwerwiegend. Jetzt nehmen wir mal was ein bisschen Neutraleres, vielleicht Umweltschutz. So, da gab es ja auch irgendwelche Sachen. Du merkst, okay, für dich persönlich ist dieses Thema jetzt irgendwie so ein bisschen, bist du vielleicht anderer Meinung. Dann gehst du, stelle ich mir vor, in deine Partei und diskutierst es mit der Partei. Diskutiert ihr dann wirklich darüber, wie ihr das im Wahlkampf trotzdem verargumentiert, obwohl ihr da gar nicht so mitgeht? Oder kriegt ihr es irgendwie dann so in den Konsens, dass ihr sagt, okay, mit den Argumenten sprechen wir auch für diesen Punkt in unserer Region für dieses Thema? Verstehst du, was ich meine? Ja. Vielleicht hast du sogar ein konkretes Beispiel. Ich wollte mir jetzt nichts rauspicken. Heizungsgesetz. Oder das waren doch immer typische Themen, die sind bestimmt von den Leuten angebracht worden und dann musstest du dazu was sagen. Gut, das war einfach für mich. Das hat, also wir waren ja damals in der Opposition, das konnten wir easy bashen. Okay. Ne? Also okay. Das war jetzt, glaube ich, nicht so das Thema. Wir haben durchaus, also wenn wir unsere Sitzungen haben, dadurch, dass ich im Kreisvorstand bin und im Kreisvorstand dann auch einige sind, die als Abgeordnete dazu eingeladen werden, also unter anderem irgendwie der Europaabgeordnete, der Daniel Kaspari oder der Abgeordnete vom Nachbarwahlkreis, der Olaf Gutting, einige Landtagsabgeordnete, wie zum Beispiel der Ansgar Mayer, die geben natürlich ihre Einschätzung mit oder die haben vielleicht auch ganz andere Insights oder Argumente, die wir aus den Medien uns gar nicht rauspicken können. Sondern okay, das heißt, ihr werdet da wirklich auch nochmal tiefer gebrieft? Ja, oder mit
anderen Argumenten nochmal ausgestattet. Ja. Genau, ausgestattet irgendwo. Mhm. Und natürlich ist es jedem seine Sache, ob wenn du für was bist und trotz diesen Argumenten vielleicht nicht ganz mitgehen kannst, dann finde ich es wichtig, aber aufzuklären. Mhm. Also zu sagen, okay, ich habe jetzt die Argumente, aber das ist eigentlich meine Sicht und vielleicht so ein bisschen beide Seiten zu erläutern. Das finde ich, glaube ich, einen ganz charmanten Weg, wie man damit umgehen kann. Ja, weil am Ende gibt es wirklich schwarz und weiß. So viel liegt auch in der Mitte irgendwo. Ja, okay. Das heißt, ihr einigt euch und das ist schon mal, ja gut, kann ich mir vorstellen, ihr habt da ein Thema, das gab es doch ganz bestimmt, oder gab es ein paar Themen, gerade am Anfang, wenn dann das Parteiprogramm rauskommt, wo ihr euch das erstmal durchlest und denkt so, wow, oder? Oder ist das eher so, weil es klar typisch CDU ist, sind die Themen eher klar definiert, weil das auch schon so angebahnt wurde? Also man hat ja vor, ich glaube, 2 Jahren war das, ein Grundsatzprogramm auf die Beine gestellt von der CDU und ich habe da so ein bisschen mitgearbeitet, bei uns im Kreisverband das Ganze mal durchzulesen und vielleicht die eine oder andere Stelle mal zu streichen oder zu sagen, hey, ich hätte einen Alternativvorschlag. Und da kann ich mich an eine Sache erinnern. Da stand drin, dass, also zum Thema, ich glaube, Nahverkehr, dass es wichtig ist, dass der Nahverkehr ausgebaut wird und die Kosten dafür oder die Preisgestaltung eher zweitrangig ist. Und da sind meine Alarmglocken losgegangen und ich dachte so, hey Leute, okay, es ist mega wichtig, dass wir die Infrastruktur ausbauen, 100%. Aber für die Menschen, die das tagtäglich nutzen, die darauf angewiesen sind, für die ist die Preisgestaltung nicht an zweiter Irrelevant, Stelle. ja. Für die ist die Preisgestaltung ganz wesentlich. Und so habe ich dann auch argumentiert. Ich so, hey, jetzt schaut mal, jemand, der arbeiten geht, der eine Wohnung zu bezahlen hat, der Kinder vielleicht hat, der den öffentlichen Nahverkehr nutzt, für den ist es wesentlich, ob er irgendwie 50 € im Monat zahlt oder 100 € im Monat. Das ist ein Unterschied. Ja. Und so habe ich das argumentiert und am Ende haben wir dann gesagt, okay, ja, passt, streichen wir raus. Okay. Von unserer Seite. Jetzt weiß ich aber nicht, wie das, also was jetzt wirklich drin steht. Aber das fließt dann sozusagen von Grassroots, sagt man, glaube ich, dazu, fließen diese ganzen Änderungsvorschläge, kommen die dann auch irgendwie oben an? Ja, 100%. Über die Sehr wird gut. abgestimmt, ja. Dazu gibt es dann den CDU-Parteitag. Richtig, ja. Okay. Da habe ich wieder ein paar Sachen noch ein bisschen mehr gelernt. Für dich ist es wahrscheinlich so easy peasy, aber gar nicht. So diese ganzen Gedanken und wie es halt vielleicht ein bisschen hinter den Kulissen dann doch funktioniert, ist spannend. Was ist denn der Unterschied für dich zwischen Bundespolitik und Lokalpolitik? Und zwar jetzt nicht von den Themen her, sondern von der Arbeit, weil ich habe auch gesehen, mit der von der Leyen warst du auch schon in Kontakt? Ja, da waren wir in Straßburg und das war eine organisierte Fahrt von unserem Europaabgeordneten, kann ich nur empfehlen, das war super. Und er hat es uns dann irgendwie organisiert, dass wir die Frau von der Leyen kurz sehen durften und das war natürlich echt mega. In der Funktion der Ja, da war sie schon. Kommissarin, also ja, Vorsitzenden. Kommissionspräsidentin, ja. Ja. Und ja, da hat man natürlich gleich ein Selfie gemacht, ne? Das war cool. Sehr cool. Und jetzt muss ich nochmal kurz über. Also, der Unterschied. Ja, der also, Unterschied. das ist natürlich schon EU-Politik, ist auch wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders. Aber was sind so, auch vielleicht von den Vorgängen, wo denkst du, ist der größte Unterschied zwischen dem Bund und lokal? Also, ich könnte mir vorstellen, dass wir sogar ein bisschen schneller sind. Also, weil auf kommunaler Ebene siehst du natürlich auch direkt, wenn du irgendwie die Pläne für eine Schule hast, zum Beispiel, 3 Jahre später, entweder wird die gebaut oder steht schon. Also, das ist schon super spannend. Jetzt gerade die Pestalozzi-Schule bei uns. Wir haben jetzt letzte Woche die Pläne auf den Weg gebracht und das verabschiedet. Und dann bin ich mit meiner Mutter dort spazieren gewesen und ich hatte so den Plan noch im Kopf und habe gesagt, schau mal, da, du weißt ja, wie die Schule aufgebaut ist. Und wir standen dann wirklich direkt davor. Also, da kommt der Anbau hin und dann die Hebelschule auf der anderen Seite wird abgerissen. Aber dafür kommt in diese Baugrube kommt dann die Turnhalle, die ein bisschen runterversetzt wird. Also die wird so ein bisschen im Keller sein. Und dann kommt das Licht von oben rein und habe ihr dann das Ganze so erklärt. Cool. Und das ist natürlich schon mega, wenn du dann wirklich auf diesem Platz stehst und sagst, ja, das und das, das. So haben wir das gemacht. Und, ja, und das gleiche auch mit den Windrädern. Wenn die Windräder mal stehen, dann waren wir da total involviert und du siehst es halt direkt. Und das ist natürlich ganz cool. Sehr cool. Also ich glaube, dass der wesentliche Unterschied ist, dass du die Sachen direkt sehen kannst. Und
auch vielleicht ein bisschen schneller funktionieren. Und das alles ein bisschen kleiner ist, na klar. Weil du vielleicht auch eher ganz persönlich in die Verantwortung gezogen wirst, oder? Ja. Also Bundespolitiker ist ja schon sehr, sehr weit weg im Prinzip. Es ist Oder? halt ein Riesenparlament und dann gibt es da 1000 Ministerien und dann 500 Staatssekretäre so gefühlt. Ne? Mhm. Also das sind ganz andere Ebenen. Also Ja. das kannst du ja auch gar nicht mit einer 20.000 Einwohnerstadt vergleichen. So. Ich könnte ja auch andersrum fragen, was denkst du, ist vielleicht sogar eher gleich, wo viele Leute vielleicht gar nicht denken, dass es so ähnlich ist wie die Bundespolitik? Ich meine, klar, ihr wählt und stimmt ab, aber wo sind für dich so die Sachen, wo du denkst, das, was die da oben machen, das machen wir eigentlich genauso? Mehrheiten finden, überzeugen. Mhm. Weil das ist ja eigentlich auch die Aufgabe von der Demokratie, sag ich mal, der offene Austausch und mit seinen Argumenten zu überzeugen, wenn es wirklich um jetzt was Großes geht, was Wesentliches, wo wirklich die Stadt für mehrere Jahrzehnte prägen wird, wie zum Beispiel eine neue Stadtmitte. Mhm. Bei sowas ist es wichtig, dass der Gemeinderat fast geschlossen eigentlich dahinter steht, weil das ja einfach so groß ist. Also es geht dann eher in Richtung Konsens und nicht nur einfach Mehrheitsfindung. Ja, oder dass man auch als Gremium das Ganze trägt und nicht sagen, hey, oder wenn es jetzt irgendwie um Budgetcuts geht oder sowas, da könnte ich mir vorstellen, das muss als Gemeinderat gesamt getragen werden, finde ich, weil Ja. da kannst du nicht dann sagen, ja, die CDU hat es mal wieder beschlossen, dass wir hier Kindergartengebühren erhöhen. Nein, das muss eigentlich von allen kommen. Okay. Und da sind wir wieder beim Gegenteil. Also gefühlt ist es in der Bundespolitik dann vielleicht doch auch noch mal mehr Abgrenzung der Parteien. Da ist es von den Parteien selbst oft gar nicht so, glaube ich, nach außen hin gewollt, dass man da sich so einig ist. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß man auch, dass die alle miteinander sprechen. Also ich will das blaue Thema gar nicht aufmachen, obwohl wir hier in hellblau sitzen. Aber hellblau ist einfach eine schöne Farbe, habe ich gehört. Nein, Quatsch. Weg von den Farben. Ich habe extra für dich einen schwarzen Hintergrund gemacht. Nein, Quatsch, auch nicht. Der ist ja immer hier. Spaß beiseite. Im Kommunalgemeinderat, da sieht man sich täglich in der Stadt und so. Und ich glaube, da reden die Gemeinderäte definitiv miteinander. Und da ist die Parteipolitik vielleicht manchmal noch ein bisschen weiter außen vor, wie jetzt im Bund. Aber kannst du bestätigen, dass auch im Bund vielleicht die überparteilichen Gespräche mehr stattfinden, wie man das so wahrnimmt? Und die wichtigste Frage, die ich mir stelle, wie weit beeinflusst jetzt zum Beispiel auch eine Plenumssitzung eine Entscheidung eines Parlamentariers? Weil was mich echt ärgert ist, wenn ich damals auch unsere Bundeskanzlerin am Handy sehe. Allein wenn man denkt, das sehen auch vielleicht mal Schüler, die in der Schule auch, das verstehe ich bis heute nicht, warum das nicht im Parlament auch verboten ist. Aber es ist wieder ein drittes Thema. Also was denkst du, wie stark wirklich in so einer Plenumssitzung die Beiträge vielleicht auch darin führen, dass jemand wirklich nochmal denkt, oh, das Argument, das ist vielleicht doch nochmal zu überdenken. Im Bundestag. Ich denke, so Reden werden auch im Vorfeld denen zur Verfügung gestellt. Deshalb vielleicht auch das mit den Handys, dass halt die Leute sich das schon angehört haben und dann wirklich zu den Sachen hinkommen, die, also wenn es um Abstimmungen geht, da ist es ja dann wichtig, dass du da bist. Aber zur Bundespolitik und willst du gar nichts sagen? Ich kann da auch gar nichts sagen. Ich bin ja gar nicht da drin. Na, macht ja nichts. Also hätte ja sein können, dass du da ein bisschen was weißt, also aber ist alles in Ordnung. Dann sag lieber nichts, bevor du irgendwas sagst. Okay, wie ist es bei euch? Wenn ihr eine Gemeinderatssitzung, ihr geht da rein, ihr sprecht ja vorher in der Partei, was ist unser Ansatz, wie wollen wir jetzt argumentieren? Ja. Oder? Meistens. Ja. Und dann kommt es zur Debatte mit den anderen Parteien oder anderen Gemeinderatsmitgliedern. Wie oft passiert es oder ist es dir vielleicht auch schon mal prägnant passiert, dass du da was hörst, Mist, das habe ich nicht beachtet, er hat recht, das muss ich mir noch überlegen, wir müssen noch mal reden oder ich vielleicht auch als Einzelne, du bist ja auch nur dir eigentlich verpflichtet mit deinem Gewissen, ne? Entscheide mich jetzt für die Meinung der Grünen oder der SPD. Also bevor das zu einer Gemeinderatssitzung kommt, haben wir als CDU-Fraktion immer eine Fraktionssitzung. Und da werden schon intern die Argumente ausgetauscht und versucht natürlich da einen Konsens zu finden. Also dann wird natürlich auch hart diskutiert um die Sache.
Und da findet man natürlich schon auch Argumente von der vermeintlichen Gegenseite wieder, das ist ganz klar. Und dann einigt man sich, also wenn man da eine Mehrheit findet, dann ist es gut. Und ja, wenn man aber da ganz anderer Meinung ist und das wirklich nicht mit sich vereinbaren kann, dann ist es auch okay, dagegen zu stimmen. Also da haben wir auch keinen Fraktionszwang. Ja. Wenn sowas in der Sitzung passiert, dann finde ich das immer ganz wichtig, im Teamgedanken. Also es passiert in der Sitzung. Falls es mal passiert. Ist das schon passiert? Man denkt natürlich drüber nach, ja klar. Okay. Also, ja, weil dann ist es ja auch wertvoll. Weil manchmal klar. denkt man vielleicht, ja, das ist abgekatert und dann Nee. labern die da und jeder bleibt auf seiner, so, nee, das ist jetzt meine Meinung. Aber so ist es nicht. Kann passieren. Also es ist jetzt nicht der Regelfall, aber in Ausnahmesituationen kann das passieren. Und dann muss man sich wirklich mal überlegen, okay, ist das gerade so gravierend, das Argument, dass ich wirklich umschwenke? Oder ist es gerade ein valides Argument, aber meine Argumente sind stärker? Wenn es aber nicht so ist, also wenn dieses Argument, was ich neu gehört habe, so groß ist, dass meine bisherigen Argumente nicht mehr haltbar sind, dann muss ich das kommunizieren. Ja. Am besten der den Punkt irgendwie vorbringt oder der die Verantwortung hat, in dem Fall unser Fraktionsvorsitzender. Weil das erwarte ich auch, wenn ich eine Führungsrolle habe, dass mich meine Teammitglieder informieren, weil die schicken mich raus und mit einem Statement und dann macht die Hälfte was anderes. Ja, das kann fallen die dir in den Rücken, das geht nicht, klar. Das kann nicht sein. Ja. Deshalb ist es wichtig, dass man da einfach offen ist und kommuniziert so, hey, hört mal zu, das, was ich gerade gehört habe, ich kann so nicht mitgehen. So, dass ihr Bescheid wisst. Und dann vielleicht dreht man sich kurz um und quatscht nochmal kurz. Also das oder ist so. wirklich schon so passiert, dass es irgendwie Klack macht, ihr habt vorher gesprochen, ihr sprecht ja auch oft dann mit den anderen Parteien, oder? Ihr wisst schon ungefähr, wo die jetzt liegen. Oder gibt es da oft Überraschungsmomente? So auch taktisch, dass man da vielleicht nochmal so ein bisschen wie im Gerichtssaal, da will ja auch man nicht, dass die Gegenseite. Ist es so hart oft, oder? Also es kommt voll drauf an, wie gravierend das Thema ist natürlich. Also wenn es jetzt eine große Entscheidung ist, wo wirklich wichtig ist, dass man sich mit den anderen austauscht, dann klar geht man in den Austausch vorher. Muss man auch. Weil man da einen geeigneten Weg für die Sache finden möchte, für die Stadt, was am besten ist für die Bürgerinnen und Bürger. Und jetzt, kannst du nochmal die Frage sagen? Also mir geht es im Prinzip darum, wie viel in der Sitzung selbst noch mal überdacht wird bei einer wichtigen oder bei einer Entscheidung, weil es passieren kann, dass die Gegenseite so gutes Argument hat, dass eben du sagst, oh, du hast recht. Also wie gesagt, das sind eigentlich Ausnahmesituationen. Ich weiß noch, meine erste Entscheidung, das war wirklich meine allererste Sitzung. Da ging es darum, ob in die Stadtmitte ein Müller oder ein DM kommen soll. Und ich weiß auch gar nicht mehr, was wir in der Fraktionssitzung besprochen hatten. Und dann habe ich mir das so angehört und dann war ich so, boah, Müller als Frau, da gibt es ja schon echt ein paar coole Sachen, ne? Aber DM ist so dieses Regionale und Karlsruhe und dann war ich so, boah, also ich kann jetzt irgendwie für gar nichts stimmen, also ich enthalte mich. Okay. Und habe das natürlich auch so kommuniziert und dann war das auch fein, weil das war auch ganz klar, glaube ich, für DM. Und dann, da warst du auch noch keine Vorsitzende? Oder? Nee, da war ich ganz frisch gewählt. Okay. Und das ist so vielleicht das plakativste Beispiel. Und da waren natürlich auch sehr valide Argumente für und gegen irgendwas, aber ich glaube, das war auch sehr eindeutig, dass es DM war. Ich meine, DM ist ja aus Karlsruhe, ne? Da muss man schon unterscheiden. Darf man auch sagen. Genau. Okay, spannend. Das heißt, grundsätzlich, um das vielleicht kurz abzurunden, ist die Gemeinderatssitzung das offizielle Plenum, wo das auch in der Öffentlichkeit nochmal diskutiert wird und eher formell nochmal die Parteien ihre Sichtweisen darstellen. Die Entscheidungen sind aber normalerweise vorher getroffen worden. Zumindest eine Richtung. Also vieles wird ja auch vorberaten in den Ausschüssen. Ausschuss für Umwelt und Technik und Finanz- und Verwaltungsausschuss haben wir. Das sind 2 beschließende Ausschüsse. Und beratende Ausschüsse, also so beschließen und beraten. Also die können sowohl Sachen beschließen als auch als Empfehlung an den Gemeinderat geben, je nach Kostengröße und alles. Und da wird auch vieles vorberaten und nochmal. Geht es auch um Fachwissen und sowas, ne? Genau. Und dann wird es vielleicht auch nochmal als Auftrag an die Verwaltung zurückgespielt und zu sagen, hey, jetzt können wir gerade keine Entscheidung oder Empfehlung abgeben. Bitte bereitet das nochmal auf oder so, das sind unsere Punkte, das sind unsere Fragen. Und da findet schon im Vorfeld so ein bisschen der Austausch statt und auch so diese
dass man auch die Sache wirklich versteht. Mhm. Und dann hat man in der Gemeinderatssitzung meistens schon alle Fakten auf dem Tisch und dann kommt meistens nichts mehr Neues, sodass man sich eigentlich entscheiden kann. Mhm. Ja. Okay. Bevor wir jetzt noch mal kurz zu deinem echten Job, deinem Arbeitgeber oder besser gesagt zu deiner Arbeit kommen, möchte ich kurz eine Brücke schlagen zum Thema Oberbürgermeister. Den kennen wir ja beide ganz gut. Ist ja auch CDUler, ne? Und ich glaube, da herrscht auch bei vielen so ein bisschen ein falsches Bild. Soweit ich informiert bin, hat der Gemeinderat viel, viel mehr Entscheidungsgewalt, wie ein Oberbürgermeister oft zugespielt wird. Klar, in bestimmten Bereichen ist der Oberbürgermeister zum Beispiel in einem Katastrophenschuss hat er über Polizei und Feuerwehr volle Befugnis, das wissen ja viele nicht. Und so weiter. Ne? Also ein Oberbürgermeister, gerade in Baden-Württemberg, hat schon sehr viel Entscheidungsmacht. Aber wenn es eben um Projekte geht, ist der Gemeinderat eigentlich derjenige, der da das Sagen hat. Und erzähl du doch mal aus der Sicht einer Parlamentarierin, wie siehst du den Oberbürgermeister? Wie ist seine Funktion? Also klar, der hat ja repräsentative Funktion und auch im Gemeinderat hat er eine bestimmte Funktion. Aber wie ist es für dich? Wo siehst du gerade auch unseren Oberbürgermeister Schremp? Also er ist ja der Vorsitzende des Gremiums als Oberbürgermeister und hat damit auch die Führung von dem Gremium oder halt auch so die Ist der Macht Vorsitzende, über die, oder? genau, Kann man so sagen, ja. genau, hat auch die Macht über die Tagesordnung. Und davon kann man natürlich als Vorsitzender so ein bisschen was steuern. Ne? Also wenn du so die Macht über die Tagesordnung hast, dann kannst du da auch viel steuern. Das heißt, der Gemeinderat reicht Themen ein und er entscheidet dann aber, was, wo, wie diskutiert wird. Ja, also der Gemeinderat kann zum Beispiel Anträge einstellen oder irgendwas beantragen und das kommt dann nach einer gewissen Zeit, ich glaube, zur nächsten Sitzung muss das dann auf die Tagesordnung gebracht werden und dann muss darüber abgestimmt werden. Und die Tagesordnungspunkte werden aber auch viel von der Verwaltung vorgegeben, also eigentlich fast alles. Und deshalb so, ja, wir kriegen am Anfang des Jahres immer so einen Plan, was so dieses Jahr vorgesehen ist, was für Projekte anstehen, welche Entscheidungen. Und klar, dann wird es nach und nach abgearbeitet. Aber natürlich, er muss den Gemeinderat hinter sich bringen, weil er alleine hat auch nur eine allgemeingültige Stimme, wie ich zum Beispiel auch. Und aber er kann, glaube ich, ganz gut überzeugen. Also er macht seinen Job schon sehr gut. Okay, aber es ist spannend. Das heißt ja, ihr habt ja zwei demokratische Prozesse, wenn du das jetzt so sagst. Einmal die Parteien untereinander müssen sich irgendwie grün werden, dass da was Anständiges bei rumkommt. Und du hast aber auch gerade gemeint, der Oberbürgermeister muss den Gemeinderat hinter sich bringen. Ja, wenn er natürlich für eine Sache kämpft, für die der Gemeinderat nicht ganz so brennt oder so, ne, dann ist es wichtig. Oder dann spielt es natürlich eine Rolle. Ja. Wie siehst du denn dann seine Funktion? Weil, ich meine, er ist ja nicht der König oder der Kurfürst, sondern er ist der Oberbürgermeister und muss sich ja auch, also was ist der Unterschied zwischen einem Oberbürgermeister und einem Gemeinderat? Hat der Oberbürgermeister nochmal ein tieferes Verständnis von der Gemeinde, weil er das hauptberuflich macht? Oder weil er in der Verwaltung natürlich ganz tief drin ist? Oder woran machst du das fest, dass er eben auch seine Argumente und seine Interessen vertritt? Und wo siehst du den Unterschied zwischen dir als Gemeinderat und dem Oberbürgermeister? Ja, ich glaube, er hat einfach eine ganz andere Verantwortung nochmal, weil er das Gesicht von der Stadt Rheinstetten ist. Ich bin vielleicht das Gesicht der CDU oder mit ein Gesicht der CDU, aber er ist das Gesicht für die gesamte Stadt und auch irgendwo für den Gemeinderat. Weil jeder kennt den Oberbürgermeister, ne? Also nicht jeder kennt irgendeinen Stadtrat und das ist auch völlig in Ordnung. Ich sehe ihn in der Funktion als Repräsentant unserer Verwaltung, unserer Stadt, aber auch so als Schnittstelle zwischen Verwaltung und Gemeinderat und als irgendwie so ein bisschen Leader auch. Ist ja auch klar, ist ja auch in Ordnung. Aber ich bin guter Dinge, der macht das gut. Definitiv. Und ist natürlich auch Repräsentant für die Bürger, muss man. Klar. Also er ist ja auch, so viele Gemeindefeste, die er abklappert, muss, glaube ich, kein Gemeinderat abklappern, oder? So. Also macht man natürlich gerne, aber er hat ja schon eher noch Verpflichtungen. Und da kriegt er natürlich auch viel mit. Ja, doch. Obwohl, was ich sagen kann, weil ich ja da auch familiär wirklich mitreden darf oder muss oder kann,
das Problem, glaube ich, von einem Bürgermeister allgemein, und ich weiß, das wäre vielleicht die letzte Frage zu dem Thema, auch als Gemeinderat kommt man ja irgendwann in einen Status. Und der Oberbürgermeister hat ja nochmal einen anderen Status. Das heißt, oft wollen ja Menschen was von einem. Und wie bei einem Chef von einer Firma ist es ja auch oft so das Problem, dass der Chef oder eben der Bürgermeister nicht wirklich das mitbekommt, wo die Probleme sind, weil die Leute eher vorsichtig sind. Oder sie übertreiben es halt. Also, weißt du, was ich meine? Ich Dass er glaube, manchmal Bescheid weiß über alles. manchmal, klar, ich denke, die kriegen schon viel mit, aber es wird einem dann vielleicht auch, die Gefahr besteht, dass einem was vorbehalten wird. Also das sehe ich gerade gar nicht bei ihm, ehrlich Okay. gesagt. Ich glaube schon, dass er super informiert ist, weil er auch ein super Netzwerk hat und er sich auch überall blicken lässt. Ja. Ich glaube, der ist sogar in der Feuerwehr. Ja, also, natürlich. Ne, also, Wohnt ja gerade neben dran. Ja, ne? Also der bietet ja auch Bürgersprechstunden an und da kommen auch die Bürger, glaube ich, regelmäßig. Er kriegt 1000 E-Mails, er ist auf Facebook aktiv. Also Ja. ich glaube, der hat schon so den Plan, was gerade abgeht. Okay. Oder Ja, er hat auch, eine Menschenkenntnis, logisch. Ja. Das ist ja das, was wichtig ist. also würde ich jetzt gar nicht irgendwie sagen, dass er da so manches nicht mitbekommt. Also klar, natürlich nicht alles, aber so, ich glaube, das Wesentliche kriegt er schon mit. Ja, und sonst fragt er. Ja, Ja, da ist er schon ja, hinterher. oder so. Okay, dann haben wir das. Aber ich glaube, die Frage ist berechtigt, oder? Das ist ja, wie gesagt, in der Wirtschaft ist das auch das Problem. Oder bei Eltern, wenn die Kids, wenn man da keinen Zugang mehr hat, gerade bei Teenies, ne? Kann ja alles sein. Super. Jetzt mal, was ist die Verknüpfung zwischen deinem politischen Amt und deinem Job? Also, ich bin Beraterin, also Unternehmensberaterin, aktuell bei den Big Four, also bei den 4 größten Unternehmensberatungsgesellschaften, die es auf der Welt gibt. Und genau, da bin ich seit März tatsächlich. Davor war ich auch in der Unternehmensberatung und aber auch so ein bisschen eher in Automotive-Richtung in Stuttgart unterwegs. Könnt ihr euch mal überlegen, was es da so gibt. Genau, und jetzt seit März relativ frisch bin ich eben bei denen. Und dort wurde ich eingestellt als Beraterin für den öffentlichen Sektor. Da haben wir die Verknüpfung. Genau. Ich habe mich darauf auch beworben gehabt. Also prinzipiell ist es mir eigentlich, bin ich da total offen, in welches Projekt ich komme oder in welcher Branche ich arbeite, weil ich finde, man kann überall was lernen. Aber es war natürlich von Vorteil, dass ich schon ein bisschen Know-how mitbringe aus dem Bereich. Dass ich weiß, wie eine Verwaltung ungefähr aufgebaut ist, wie die politischen Prozesse funktionieren, welche Stakeholder es gibt, dass ich auch mal so einen Plan habe von den Ministerien, welche Landesministerien es auch gibt, wo die Verantwortungsbereiche ungefähr sind. Natürlich kann ich da nicht von A bis Z Bescheid wissen, aber so eine Basis habe ich schon. Und du weißt mehr oder weniger, wie die Leute ticken. Das ist ja auch oft ein großes Thema, ne? Das muss man schon auch wissen. Ja, klar. Genau. Verstehe. Genau. Und klar, durch mein Ehrenamt habe ich auch viele Freunde und Bekannte, die in dem Sektor arbeiten, weil einfach, wenn du in der Politik unterwegs bist, dann hast du wohl oder übel Leute, die auch in der Verwaltung arbeiten. Und das ist natürlich immer schön, da auch den Kontakt zu finden und den Kontakt aufrechtzuerhalten und sich mit denen auszutauschen. Und klar, da dann wiederum zu wissen, wie man beruflich auch mit denen umgehen kann. Was sind da deine Arbeitsfelder? Um was kümmerst du dich da? Also aktuell bin ich auf 2 Projekten. Einmal auf einem Projekt im Private-Sektor, also ganz normale Industrie. Und da mache ich viel so Management, Projektmanagement, gucke, dass das Projekt läuft. Das ist so eine große Software-Transformation. Und auf der anderen Seite bin ich in der Gesundheitsbranche, also im öffentlichen Sektor. Und da gucke ich, dass wir IT-Projektmanagement machen und da die Anforderungen für eine App oder für ein System aufnehmen. Und da bin ich so ein bisschen im Lead und gucke, dass ich da so ein bisschen Bescheid weiß. Was ich auch mache, ist also wenn zum Beispiel wir von irgendeinem Ministerium oder von irgendeiner großen Versicherung irgendeine Ausschreibung im Internet sehen, dann bewerben wir uns da drauf. Und diese ganzen Prozesse, die begleite ich oder die nehme ich auch als Lead mit. Okay. Genau, und mache das dann. Und dann ist es immer ganz gut zu wissen, okay, auf was achten gerade Mitarbeiter einer Verwaltung oder in dem Sektor? Wie gehen die vor? Was wollen die gerne lesen vielleicht? Also dann versucht man sich da ein bisschen so reinzuversetzen. Aber klar, da habe ich auch viel Input von meinen Kolleginnen und Kollegen oder Vorgesetzten, ist ganz klar.
Das ist dann aber auch schon auffällig. Was war zuerst, der Vorsitz oder dein Job als Projektleiterin oder Projektmanagerin? Ja, gute Wer Frage. profitiert hier von wem? Gute Frage, gute Frage. Also, es kam so ein bisschen zeitgleich, würde ich sagen. Das heißt, deine Fähigkeiten sind da erkannt worden auf beiden Seiten. Ja, ich glaube schon. Es macht mir auch Spaß. Also. Weil, das hatten wir mal am Sonntag, hast du mir das erzählt, du bewirbst dich da jetzt, also beim Job wahrscheinlich schon, oder? Aber bei der Partei wirst du vorgeschlagen. Also dann macht man nicht, ich will, sondern da sagt jemand, die Maria, die könnte das doch machen. Hast du nicht Lust, oder? Auch, genau. Also es ist natürlich immer gut, wenn jemand sagt, hey, ich könnte mir das vorstellen von sich aus und das muss ich jetzt machen und ich sehe mich da und ich will das machen. Wenn du da weil ich meine, du musst ja auch erstmal nominiert werden für irgendein Amt, ob es jetzt irgendwie Gemeinderatsliste ist oder irgendwie Landtagsliste oder irgendwas, da musst du natürlich auch nominiert werden und dann musst du natürlich auch Mehrheiten für dich finden oder zusammenfinden. Und Schwätze mit den Leuten, sagst du. Schwätze mit den Leuten, genau, so machen wir das. Und da ist es natürlich, finde ich, ein bisschen einfacher, wenn jemand sagt, der einfach schon vielleicht ein bisschen seniorer ist oder einfach ein bisschen etablierter als man selbst, auf einen zukommt und sagt, hey Maria, hast du dir das mal überlegt? Könntest du dir das nicht vorstellen? Wir würden dich gerne, oder es wird doch voll zu dir passen. Überleg das dir mal. Und dann macht das natürlich was mit einem. So, hey, cool. Sag ich jetzt ja, sag ich nein. Und je nachdem, was für ein Amt das ist es aber auch wichtig, dass man nicht zu sehr in einem Ämter Rausch, genau, verstehe ich. Verfällt, weil jedes Amt ist natürlich sehr verlockend, weil man will ja auch was machen und man brennt ja auch für die Sache. Und so, ja klar. Und man will ja auch nicht ablehnen, aber da ist es, glaube ich, wichtig zu sehen, okay, wie viel kann ich machen oder wie viel macht auch Sinn zu machen. Also ich habe früh vielleicht auch gelernt, mal abzulehnen und zu sagen, nee, das ist ja mach schon ich jetzt sehr, nicht. sehr reif. Also, wie sagt man, reflektiert. Ja. Wie alt bist du? Jetzt darf ich das fragen? Ich bin 27. Ja, in dem jungen Alter da schon so auf Zack zu sein? Ja, Also, da geht's, ja. Viele, ich glaube, vielleicht war das vor ein paar Jahren oder vor ein paar Jahrzehnten eher so, dass es gab bestimmt Leute, die sich die Ämter so an sich gezogen haben und dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann gar nicht mehr so verantwortungsvoll entscheiden konnten, weil sie den Überblick verloren haben, weil sie nur machtgetrieben sind, ne? Oder? Also für mich ist es so, jedes Amt, das ich habe, ist ein Ehrenamt. Es ist eine Ehre, dieses Amt zu machen. Ich mache das, klar, irgendwo auch für mich, aber mir macht es viel mehr Spaß, für die Leute irgendwie so ein bisschen was zurückzugeben und dann auch dieses Feedback zu bekommen, hey Maria, das ist toll, wie du dich so engagierst oder wir sind froh, dich zu haben. Und dann höre ich lieber sowas, habe aber weniger Ämter, damit ich dieses Amt auch zu 1000% machen kann und mit vollem Herzblut. Und weil was ich vermeiden will, ist, die hockt da jetzt auf ihrem Stuhl und macht aber nichts. Ja. Das ist schade, so will ich nicht sein. Ich will die Leute mitnehmen können und auch ein gutes Beispiel sein, weil wie soll ich das auch argumentieren, wenn ich zum Beispiel als Vorsitzende der CDU Rheinstetten sage, hey, ich habe jetzt noch das Amt und das und das Amt und ich kümmere mich nicht um euch. Ja. Das ist doch gar kein Team. Ja. Wie gehe ich da mit Das meinem funktioniert Team nicht. um? Ja, klar. Das ist nicht schön. Also ich habe eine Verantwortung auch irgendwo und ich bin mir dessen bewusst und jeder hat eine begrenzte Zeit an einem Tag, in der Woche. Ja. Ne? Ja, ausbrennen sollte man nicht. Ja, und da ist es einfach wichtig, für sich zu entscheiden, macht es gerade Sinn? Oder kann ich für das Amt jemand anderen unterstützen, der vielleicht besser geeignet ist? Und sitzt nicht auf irgendeinem Stuhl und blockiert den, nur, dass ich ein Amt habe, weil das brauche ich nicht. Und also ich könnte mir vorstellen, wenn du das politische Amt, den Vorsitz vor deinem Projekt, also vor der Verantwortung im Job hattest, dann war es für dich vom Selbstbewusstsein her relativ einfach. Du wusstest, dass du das kannst. Also oder? Weil das haben ja viele in deinem Alter, glaube ich, noch nicht so eine Voraussetzung, dass sie vielleicht durch ein Ehrenamt schon in so einer Verantwortung waren, dass sie im Beruf sagen, ja klar, die Sachen, die es hier zu tun gibt, kriege ich hin. Die Personalverantwortung, die damit einhergeht, also du musst ja keine wirkliche Personalverantwortung haben im klassischen Sinn, sondern du musst mit Menschen umgehen können und die eben leiten und führen. Und das ist ja im Projekt so, ne? Du musst ja fähig sein, die Menschen
nicht zu kontrollieren. Das ist ja immer der falsche Controlling, ist ja nicht, sondern es ist eher die Steuerung. Ne? Du musst die Menschen so steuern oder das Projekt so steuern, dass alle mitkommen. Ne? Mhm. Genau, also vielleicht ist das ein Vorteil, den ich von meinem Ehrenamt habe, neben ganz vielen anderen schönen Vorteilen, die es da gibt. Klar, der Umgang mit Menschen, wie geht man mit denen um? Wie kann ich mit denen reden? Wie präsentiere ich mich auch? Weil klar, du hast in einem politischen Amt hast du mal die ein oder andere Rede, musstest du selber schreiben, standest auch mal auf der Bühne mit einem Mikrofon von einem großen Publikum, musstest die in deiner Rede, in deiner Bewerbungsrede vielleicht auch von dir überzeugen. Wie kommt man da an? Man übt es, so, ne? Ja. Das sind ganz, ganz viele Themen, die vielleicht, wenn du nicht in der Politik bist, so in der Art, so früh zumindest, vielleicht nicht so viele Berührungspunkte hast. Ja, und nicht so souverän sein kannst im Ende, oder? Ja, oder vielleicht auch ein bisschen weniger Lampenfieber irgendwann. Ja. Aber klar, also man ist immer aufgeregt. Ja. Und das hat mir, glaube ich, auch viel geholfen, weil in den Gesprächen, die ich bisher führe, habe ich immer gutes Feedback, auch im Projektsinne. Hatte ich tatsächlich gestern erst mit meiner Vorgesetzten und die hat mir das auch wieder gespiegelt, hat gemeint, hey Maria, du passt da super ins Team und wir sind sehr froh, dich zu haben und du machst das richtig gut. Und ich höre das auch sehr oft und das ist sehr schön, das freut mich natürlich. Ja, das ist mega. Dazu die abschließende Frage. Bitte. Wie sehr muss dein jetziger Arbeitgeber, du musst das natürlich solltest das mit einem Augenzwinker beantworten, aber wie sehr muss dein jetziger Arbeitgeber fürchten, dass du bald politisch so erfolgreich bist, dass du Vollzeitpolitikerin wirst? Hast du dir darüber schon mal ernsthaft Gedanken gemacht? Also, du weißt, wie ich es meine. Also, ich hoffe nicht, dass das jetzt irgendwie für dich schlecht ist, aber hast du da schon mal einen Gedanken gehabt? Das kann ja auch in 20 Jahren sein. Also wann wird man Bundeskanzlerin also für dich noch in der Ewigkeit? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Ja, natürlich. Also was macht denn, also ich meine, ich bin jetzt Stadträtin und klar, das ist ein Ehrenamt, aber was ist denn der nächste größere Schritt, meine ich? Richtung Landtag oder irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht auch mal irgendwie jemandem zuarbeiten in einem Büro oder so, das kann ja auch sein, ne? Darüber habe ich mir Gedanken gemacht, natürlich. Also das geht natürlich einem im Kopf, schwirrt es einem rum, weil es vielleicht auch einem in den Kopf gesetzt wird von woanders oder so. Ich meine, Sebastian Schremm braucht auch irgendwann mal eine Nachfolgerin. Würde ich einfach mal so in den Raum geben. Genau, also klar habe ich mich damit befasst. Was mir persönlich wichtig ist, dass ich was vorweisen kann. Also, dass ich sagen kann, hey, ich habe mein Studium abgeschlossen, das ist check, habe ich. Mache gerade noch meinen Master, aber so, das mache ich nebenher, neben meinem Vollzeitberuf und Politik irgendwie, ich weiß auch nicht. Mega, Respekt. Macht echt Spaß. Und ich will ein bisschen weiterkommen im Beruf. Sagen, hey, ich habe da schon Erfahrung, ich bin vielleicht auch in einer Führungsposition dort. Ich habe mich da wirklich durchgekämpft und habe da meine Position auch erlangt. Ich habe ein gewisses Standing. Ich habe mal ein Unternehmen von innen gesehen, habe mehrere Branchen gesehen vielleicht. Ne? Das ist mir wichtig, dass ich das mitbringe, damit ich eben aus dieser Erfahrung auch wirklich einen Mehrwert der Politik bieten kann. Ja. Weil es ist ja oft auch die Kritik an Politikern, so irgendwie Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal. Ne? Also das kennt man ja. Und das ist mir wichtig, dass ich wirklich mal was geschafft habe. Ja. So, muss ich dir auch echt nochmal als Kompliment geben. Das war eine der ersten Sachen, die du gesagt hast, dass du gerne mit den Älteren zusammenarbeitest und auch denen ihre Erfahrung sehr, sehr schätzt und die natürlich auch deine Erfahrung, deine vielleicht auch jüngeren Ideen. Ich meine, Erfahrung hat ja nicht immer was mit Zeit zu tun oder mit Alter, weil wenn du in deinem Alter jetzt, was eben zeitgemäß ist, eher aufnimmst, die Trends und Entwicklungen, was man vielleicht als älterer Mensch nicht mehr so aufgibt, dann ist das ja auch eine Erfahrung, die sehr wertvoll ist. Aber ich finde es halt schön zu hören, dass dieser Respekt, den du eben auch älteren Menschen entgegentrittst, der ist, finde ich, manchmal nicht ganz so mitzubekommen. Das ist ja vielleicht aber auch eines der großen Werte der CDU, logischerweise. Genau, wunderbar. Ja. Das heißt, wann ist die nächste OB-Wahl? So lange hast du noch Zeit, Führungskraft zu werden. Weiß ich gar nicht. Wann waren die? 2023 die letzte?
2029, 2030. Ja, oder? In der Zeit kannst du noch einiges tun und dann. No comment, ich weiß es nicht. Mal sehen. Also ich mache jetzt einfach mal diese Prognose auf. Okay. Aber das könntest du dir vorstellen, OB. Oder ist es eher Landespolitik oder Bundespolitik? Also welches Amt kann ich dir gar nicht sagen. Ich meine, das ist auch schwierig jetzt so zu sagen, weil wer weiß, ja, aber das ist auch sympathisch. Ob ich für immer hier bleiben werde oder vielleicht auch mal Ausland oder woanders hin möchte oder man weiß nie. Sehr schön. Wohin es einen verschlägt. Deshalb grundsätzlich offen sein, glaube ich, das ist immer ganz gut. Offen für Neues, offen sein zu lernen, offen sein, mit neuen Menschen zu reden, sie kennenzulernen, die Perspektiven auch kennenzulernen. Ich glaube, das ist gut. Vielen, vielen Dank. Das war sehr, sehr spannend. Dankeschön auch.